Heute geht es um dieses Bild und das ist etwas größer, deshalb ist die Kameraeinstellung heute auch anders. Es geht um, ja, wie gehe ich über die weiße Leinwand, also über die Leere, wo fange ich an und ja, wie arbeite ich. Diesmal nicht an diesen Arbeitsplatz, diesmal geht es an den Arbeitsplatz. Viel Spaß! Da ist sie, die weiße Leinwand. Und wo fange ich jetzt an? Damit du es einfacher hast, nimmst du erst einmal einen Farbton. Das ist für mich jetzt ein neutraler Farbton. Und ja, verteile die Farbe da drauf. Zum Auftragen habe ich hier einfach einen nassen Schwamm genommen und verteile die Farbe. Und das muss auch nicht sauber und ordentlich sein. Kannst du die Farbe einfach, ja, die Leinwand dunkel färben. Jetzt die Farbe da drauf. Und was mache ich jetzt? Jetzt bist du mutig und setzt einfach einen knalligen Farbton da drauf. Und zwar einen Farbton, den du sonst nicht in dem Bild oft verwendest. Du siehst hier, dass ich den Farbton auf die 2/3 Abteilung gesetzt habe. Also ungefähr einen goldenen Schnitt. Und damit bestimme ich jetzt die Bildaufteilung. Die ersten Schritte sind getan und jetzt geht es weiter um große Farbaufträge. Das Werkzeug kennst du aus dem letzten Film und das ist wieder die Handwaschbürste. Damit kannst du wunderbar Farbaufträge machen. Das, was jetzt wichtig ist, ist, dass der untere Farbton trocken ist. Wenn die Handwaschbürste nass ist, dann verteilt sie die Farbe besser und die läuft dann auch schön. Du kannst einfach Wörter reinschreiben oder Linien. Du kannst sie auch ganz einfach wieder wegnehmen, indem du mit dem Werkzeug wieder rüber gehst und ziehst dann einfach ein bisschen oder lockerst einfach damit ein bisschen die Fläche auf. Jetzt hast du dich eingearbeitet, du kennst die Farbe und wie sie läuft und wie die Werkzeuge zu handhaben sind. Jetzt trage ich nämlich erst den Farbton auf, den ich eigentlich im Bild haben will. Also die ganze Zeit habe ich mich eingearbeitet und habe die Leinwand gestaltet und jetzt bin ich freier in meinem Farbauftrag, weil einfach auch schon viel auf der Leinwand ist. Dann drehst du die Fläche auch wieder um, also die Leinwand, damit du auch dann den oberen Teil wieder weiterarbeiten kannst. Aus den letzten Videos weißt du, dass die Farbe sich auch auf der Leinwand mischen lässt. Also nimmst du auch mehr Farbe auf dein Werkzeug und trägst satt die Farbe auf und verteilst sie und mischt sie auf der Leinwand. Nimm auch aus dieser Schicht wieder Linien raus. Dann tauchen von unten mal ein paar Linien auf, die Farbe von unten taucht auf und oben setzt du wieder Linien
oder Wörter. Vielleicht ist dir in der Zwischenzeit irgendwas Schönes eingefallen oder beschäftigst dich gerade mit einem Thema, dann kannst du das jetzt auch nochmal darstellen in Form von Linien. Meine Fläche ist wieder trocken und ich nehme den nächsten Farbauftrag. Also ich werde noch heller, weil die Farbe trocknet ja auch immer wieder dunkel ab. Und wenn der Farbauftrag dann fertig ist, dann lässt du es wieder trocknen und überlegst, was du als nächstes tust. Man kann so ein Bild immer in ganz viele Richtungen weiterarbeiten und ich habe jetzt einfach nochmal überlegt, den Farbton, den ich als erstes aufgetragen habe, nochmal an die Oberfläche zu bringen und auch genau an die gleiche Stelle, aber auch ganz aufgelockert und ganz rein und leuchtend möchte ich den da jetzt stehen haben. Ja, so gefällt mir das jetzt schon ganz gut und ist alles noch so, ja, ist aufgelockert und strukturiert und Tiefe ist im Bild. Also insgesamt gefällt mir das Bild sehr, sehr gut. Ich mag die Farben total gerne. Aber mir fehlt noch was. Mir fehlt noch was. Ich muss noch was draufsetzen. Ja, das hat noch gefehlt. Was Weißes. Ich wusste nur nicht genau was. Ein riesiger Farbklecks oder ein Streifen oder was auch immer. Das passt jetzt für mich am besten. Da steht es jetzt und trocknet. Du hast hoffentlich für dich wieder was mitnehmen können. Hast auch gesehen, dass ich auch überlegen muss und dastehe und ja nicht aus meinem Bild rausgehe gedanklich, sondern dabei bleibe, damit mir noch das einfällt, was eben noch fehlt. Und ja, der Farbauftrag muss nicht super sauber sein. Du kannst einfach mit den einfachen Werkzeugen die Farbe auftragen, einfach anfangen und machen. Ja, wenn dir das
Video gefallen hat, bitte liken, und wenn du noch kein Abo hast, dann kannst du den Kanal jetzt abonnieren, und ich freue mich schon auf deinen Kommentar. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.